An einem kalten Märzabend im Jahr 2019 hüllte ein feuchter Nebel Seattle ein und durchdrang jeden Winkel des Vorstadtviertels Ballard. An diesem Tag, als die Dämmerung schließlich die Stadt einhüllte, erhielt die Polizei von Seattle eine Meldung von Lisa Grayson, einer Nachbarin des Ehepaars Martha und David Larson. Sie gab an, dass sie David seit Wochen nicht mehr gesehen hatte und dass seine Frau Martha sich seltsam verhielt und es vermied, über seinen Aufenthaltsort zu sprechen. Als die Beamten am Haus der Larsons in der 11. Avenue eintrafen, nahmen sie einen leichten chemischen Geruch wahr, der sich verstärkte, als sie die Garage betraten. Martha begrüßte die Polizeibeamten zurückhaltend, aber selbstbewusst. Sie behauptete, David sei auf eine längere Arbeitsreise nach Südkorea gegangen und habe sie allein gelassen. Während des Gesprächs bemerkten die Polizisten jedoch, dass Martha nervös war und ihre Geschichte zwar durchdacht, aber unnatürlich wirkte. Der Verdacht wuchs. Von Nachbarn erfuhren die Beamten, dass Martha und David schon seit mehreren Jahren nicht mehr miteinander auskamen. In den letzten Monaten vor Davids Verschwinden hatte es jedoch häufig Streit im Haus gegeben, der durch die Wände zu hören war. Den Nachbarn war auch aufgefallen, dass David in den Wochen vor seinem Verschwinden gesagt hatte, er wolle sich scheiden lassen und das Haus verlassen. Die Polizei beschloss, das Haus und seine Umgebung zu durchsuchen. Das Schlafzimmer und das Wohnzimmer kamen der Polizei bekannt vor, aber im Badezimmer im Erdgeschoss waren die Wände frisch gestrichen und neu gefliest, was die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zog. Inspektor John Mills bemerkte, dass der Geruch von Chemikalien in der Nähe der Garage immer stärker wurde. Die Beamten stellten fest, dass die Regale der Garage mit Zementpackungen, Werkzeugen und großen Plastikbehältern gefüllt waren. Außerdem stellten die Beamten fest, dass sich auf dem Betonboden der Garage Spuren von frischem Mörtel befanden. Die Beamten beschlossen, den Betonboden mit GPR auf Anomalien zu untersuchen. Nach einer sorgfältigen Analyse stellten sie Unterschiede in der Dichte der Betonschicht in der Mitte der Garage fest, was darauf hindeutet, dass sie erst kürzlich gegossen wurde. Die Ermittler waren vom Ernst der Lage überzeugt und ordneten an, den Beton in diesem Bereich aufzubrechen. Als die Arbeiter die Zementschicht durchbrachen, entdeckten sie darunter eine große, mit Blut getränkte Plastikfolie. Bei der weiteren Untersuchung stießen sie auf eine menschliche Leiche, die in Plastikfolie eingewickelt und unter einer Betonschicht versteckt war. Die Leiche befand sich in einem Zustand starker Verwesung, doch war anhand der Größe und der Kleidung sofort zu erkennen, dass es sich um David Larson handelte. Die Überreste wurden zur gerichtsmedizinischen Untersuchung in ein Labor gebracht. Der Pathologe fand mehrere Spuren stumpfer Gewalteinwirkung an Davids Kopf und gebrochene Rippen, was auf brutale Gewalt hinweist. Ein vorläufiger gerichtsmedizinischer Bericht deutete darauf hin, dass David an den Kopfverletzungen gestorben war und dass seine Leiche kurz nach seinem Tod unter Beton versteckt worden war. Parallel dazu untersuchten die Ermittler Larsons Bankkonten und Telefonaufzeichnungen. Sie stellten fest, dass Martha Larson einige Tage vor seinem angeblichen Verschwinden in einem örtlichen Baumarkt 20 Säcke Zement, Plastikfolie und Bauwerkzeuge gekauft hatte. Sie bezahlte mit ihrer Kreditkarte und auf den Videoaufzeichnungen war ihr Gesicht zu sehen. Die Polizei analysierte ihr Telefon und ihre Nachrichten in den sozialen Medien. In den letzten Monaten hatte Martha häufig mit ihren Freunden über die Schwierigkeiten in ihrer Ehe gesprochen und erwähnt, dass sie Angst hatte, im Falle einer Scheidung das Haus zu verlieren. Dies verstärkte das Motiv für die Tat. Martha befürchtete, dass sie im Falle einer Scheidung ihr Eigentum verlieren würde, insbesondere angesichts der Absicht Davids, die Familie zu verlassen. Die Spurensicherung bestätigte auch Spuren von Chemikalien, die auf dem Badezimmerboden und in der Garage gefunden wurden. Diese Substanzen wurden verwendet, um biologische Spuren zu beseitigen, was darauf hindeutet, dass versucht wurde, die Beweise sorgfältig zu verstecken. Während der Ermittlungen im Mordfall David Larson begannen die Ermittler, Beweise zu sammeln, die auf die Beteiligung seiner Frau Martha hinwiesen. Experten überprüften alle Unterlagen und Finanztransaktionen der Familie und analysierten die Anrufe und Nachrichten, die in den letzten Monaten von ihrem Telefon aus eingegangen waren. Der erste Verdacht war, dass größere Einkäufe von Beton, Werkzeugen und Plastikfolie innerhalb eines kurzen Zeitraums von Martha getätigt worden waren. Die Ermittler entdeckten, dass die Quittungen für Zement, Schaufeln und Plastikbehälter auf Wochen vor Davids angeblichem Verschwinden datiert waren. Nach der Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Baugeschäft
sahen die Ermittler, wie Martha mit dem Geländewagen der Familie vor das Geschäft fuhr und die Säcke mit Zement in den Kofferraum lud. Einige Tage vor diesem Einkauf hatte sie außerdem schwere Bauhandschuhe, Fleckenentferner und mehrere Sätze schwerer Plastiktüten gekauft. Die Polizei beschloss, den Internetsuchverlauf auf den persönlichen Geräten der Larsons zu überprüfen. Cybersecurity-Experten fanden heraus, dass Martha in den 2 Wochen vor dem Mord nach Informationen darüber gesucht hatte, wie man Verwesungsgerüche überdeckt und Betonarbeiten zu Hause durchführt. Außerdem hatte sie mehrere Websites besucht, die sich mit der finanziellen Aufteilung des Vermögens bei einer Scheidung befassten. Die Untersuchung dieser Materialien wurde zu einem wichtigen Beweis für ihr Motiv. In der Zwischenzeit untersuchten die Gerichtsmediziner weiterhin die in der Wohnung gesammelten Beweise. Die unter der Betonschicht gefundene Kleidung enthielt Blutspuren, die mit Davids Proben übereinstimmten, sowie kleine Zement- und Erdpartikel, die mit denen auf dem Garagenboden identisch waren. Die Experten vermuteten, dass Martha die Leiche ihres Mannes auf einem Wagen transportiert haben könnte, der normalerweise in einer Ecke der Garage abgestellt war und auf dem ebenfalls Zementspuren zu finden waren. Eine gründliche Untersuchung des Wagens ergab, dass die Räder Haarpartikel und Spuren von Davids Blut sowie Mikroproben aufwiesen, die mit der Zusammensetzung des Betons in dem Bereich übereinstimmten, in dem die Leiche versteckt worden war. Es wurden auch enge Verwandte und Freunde der Familie befragt, um die Art der Beziehung zwischen dem Paar zu ermitteln. Nachbarn und Bekannte beschrieben das Paar als zurückgezogen und ohne aktive soziale Kontakte. Mehrere Personen gaben jedoch an, dass in letzter Zeit im Haus der Larsons Streitereien und Geschrei zu hören gewesen seien. Ein Nachbar, Mark Simons, erinnerte sich, wie David ihn vor etwa einem Monat auf dem Parkplatz ansprach und im Gespräch erwähnte, dass er sich gefangen fühle und über eine Scheidung nachdenke. Mark bemerkte, dass David deprimiert aussah, ging aber nicht auf Einzelheiten ein. Außerdem untersuchte die Polizei die finanzielle Situation der Familie. Es stellte sich heraus, dass David, ein Ingenieur in einem großen Technologieunternehmen, vor kurzem einen beträchtlichen Bonus erhalten hatte, der teilweise auf ein gemeinsames Konto des Paares eingezahlt wurde. Auf diesem Konto befanden sich ein hoher Geldbetrag sowie Vermögenswerte wie ein Haus und ein Grundstück. Diese Information bestärkte die Theorie eines möglichen finanziellen Motivs für den Mord, da Martha bei einer Scheidung einen erheblichen Vermögensverlust hätte erleiden können. Bei der Untersuchung der persönlichen und geschäftlichen Korrespondenz stießen die Ermittler auf Briefe, die David in den Tagen vor seinem Tod an seinen Anwalt geschickt hatte. In diesen Briefen erkundigte er sich nach den Bedingungen des Ehevertrags und wies auf seine Eigentumsrechte hin. David äußerte die Befürchtung, dass seine Frau versuchen könnte, die Aufteilung des Vermögens zu ihren Gunsten anzufechten. Diese Briefe waren ein wichtiges Beweismittel für die Theorie des Motivs der finanziellen Notlage und der drohenden Scheidung. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass die am Tatort gefundenen Handschuhe geringe Talgspuren enthielten, die mit Marthas DNA übereinstimmten, sowie Spuren von Chemikalien, die mit den am Tatort gefundenen identisch waren. Die Handschuhe enthielten auch Mikropartikel von Farbe, die mit der Zusammensetzung der Farbe an den Badezimmerwänden übereinstimmten. Die Gerichtsmediziner vermuteten, dass Martha mit den Handschuhen ihre Spuren verwischen wollte, als sie ihren Mann schlug oder seine Leiche bedeckte. Nachdem sich ein finanzielles Motiv bestätigt hatte und Marthas DNA auf den Handschuhen gefunden wurde, beschlossen die Ermittler, ihre Überwachung zu verstärken. In der Zwischenzeit konzentrierte sich das Ermittlungsteam auf die Überprüfung der Daten ihres Mobiltelefons. Den Experten fiel auf, dass Martha in den Tagen vor Davids Verschwinden aktiv nach Informationen darüber gesucht hatte, wie man Beton schnell härten kann und wie sie ihre Spuren am Tatort verwischen kann. Aus den GPS-Daten ging hervor, dass sie mehrere Baugeschäfte in den Außenbezirken von Seattle aufgesucht und ihr Auto an verdächtigen Orten geparkt hatte, darunter auf verlassenen Parkplätzen und in Lagerhallen, die nicht von Überwachungskameras überwacht wurden. Unterdessen nahm die Untersuchung des Verbrechens eine immer ernstere Wendung. Bei der Analyse des Videomaterials war es möglich, eine Zeitleiste von Marthas Bewegungen an dem Tag zu rekonstruieren, an dem die Polizei glaubt, dass David getötet wurde. Das Video zeigt, wie sie frühmorgens zum Baugeschäft fährt, einkauft, Material in den Kofferraum des Geländewagens lädt und dann zu ihrem Haus fährt. Etwa 3 Stunden später verließ ihr Fahrzeug das Haus erneut
und fuhr zu einem verlassenen Lagerhauskomplex im Süden der Stadt. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass dieses Gebiet für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein könnte und schickten Kriminaltechniker zur eingehenden Untersuchung dorthin. Eine der staubigen CCTV-Kameras, die in dem Lagerhaus installiert waren, zeichnete eine Szene auf, in der Marthas Geländewagen in das Gebiet fuhr und am Ende der hinteren Lagerhausreihe anhielt. Zunächst konnten sich die Ermittler nicht erklären, warum sie ihr Auto an dieser Stelle abstellen wollte. Doch dann fanden sie Betonreste und kleine Bauschuttfragmente, die mit denen in der Garage der Larsons identisch waren. Die Experten vermuteten, dass Martha wahrscheinlich vorhatte, die Leiche hier abzulegen, es sich aber aus irgendeinem Grund anders überlegt hatte. Zurück am Haupttatort führten die Gerichtsmediziner weitere Analysen der Zementplatte in der Garage durch. Sie fanden Spuren von Verunreinigungen unter dem Beton, die auf die Verwendung von Bindemittelzusätzen hinwiesen, um die Aushärtung der Mischung zu beschleunigen. Außerdem waren dem Mörtel kleine Metallsplitter zur Verstärkung der Struktur beigemischt worden, was für eine häusliche Anwendung recht ungewöhnlich ist. Dies bestätigte, dass Martha den Beton absichtlich verstärkt hatte, um eine starke Barriere zu schaffen und die Leiche zu verbergen. Zur gleichen Zeit begannen Psychologen und Analytiker, ein psychologisches Profil von Martha zu erstellen. Sie untersuchten ihr Verhalten nach dem mutmaßlichen Mord und fanden deutliche Anzeichen von Gleichgültigkeit. Die Fachleute stellten fest, dass Martha nicht versucht hatte, eine Vermisstenanzeige für ihren Mann aufzugeben, obwohl er seit mehreren Tagen nicht mehr zu Hause gewesen war. Auch hatte sie sich nicht bei seinen Freunden und Kollegen nach seinem Verbleib erkundigt. Dieses Verhalten bestärkte den Verdacht, dass Martha ihr Verbrechen sorgfältig geplant hatte und nach der Ausführung keine Reue empfand. Die Ermittler wiesen auch auf die finanziellen Manipulationen hin, die Martha kurz nach Davids Verschwinden vorgenommen hatte. Sie überwies eine große Geldsumme von einem gemeinsamen Konto auf ihr persönliches Konto, offenbar um sich vor Beginn des Scheidungsverfahrens abzusichern. Kurz darauf beantragte sie bei der Bank, einige der gemeinsamen Konten aufzulösen und das Vermögen ausschließlich auf ihren eigenen Namen zu überweisen, mit der Begründung, David habe sie angeblich verlassen und sei mit unbekanntem Ziel abgereist. Diese Schritte bestärkten die Polizei in ihrer Annahme, dass der Mord geplant war, um die Kontrolle über die finanziellen Mittel der Familie zu erlangen. Eine weitere Analyse der Finanzdaten führte zu einer interessanten Erkenntnis. Einige Tage vor Davids Verschwinden war auf Marthas Konto eine hohe Überweisung von einer unbekannten Quelle eingegangen. Die Ermittler begannen zu untersuchen, woher die Gelder stammen könnten. Nach weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass die Überweisung vom Konto einer Briefkastenfirma stammte, die mit Immobilieninvestitionen befasst war. Aus den Unterlagen zu dieser Firma ging hervor, dass der eigentliche Eigentümer ein enger Bekannter von Martha war, mit dem sie regelmäßig über verschlüsselte Nachrichten in Kontakt stand. Die Ermittler durchsuchten Marthas Wohnung und fanden dort mehrere Unterlagen und Schecks, die bestätigten, dass sie tatsächlich Geld von diesem Bekannten erhalten hatte. Bei weiteren Befragungen stellten sie fest, dass dieser Mann, Thomas Wilkinson, ihr bei der Erstellung eines Finanzplans geholfen und sie auch in Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Aufteilung des Vermögens beraten hatte. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er von Marthas wahren Absichten wusste. Wahrscheinlicher ist, dass sie ihre Pläne vor ihm verheimlichte und seinen Rat nutzte, um weitere Maßnahmen zu rechtfertigen. Die Ermittler erkannten, dass die gegen Martha gesammelten Beweise zwar überzeugend waren, dass aber für eine sichere Verurteilung ein schlüssiger Beweis für ihre Beteiligung an Davids Mord erforderlich war. Das Forensikteam kehrte an den Tatort zurück und konzentrierte sich auf die Betonplatte in der Garage. Sie beschlossen, zusätzliche Proben zu nehmen, um die Tiefe der Betonschicht zu prüfen und etwaige Spuren zu identifizieren, die sich unter dem ausgehärteten Material befinden könnten. Nach einigen Stunden Arbeit konnten sie unter dem Beton Reste von organischem Gewebe finden, das vermutlich von David stammte. Da dies bestätigt werden musste, wurde ein Teil des Materials zur DNA-Analyse ins Labor geschickt. Die Ergebnisse lagen einige Tage später vor und bestätigten, dass die Überreste tatsächlich von David Larson stammten. Diese Entdeckung ermöglichte es den Ermittlern, in Aktion zu treten. Mit einem Durchsuchungsbefehl bewaffnet, durchsuchten die Ermittler Marthas Wohnung und ihr Auto und beschlagnahmten ihre elektronischen Geräte, Bankunterlagen und Berichte über Versicherungsansprüche.
Unter anderem fanden sie verschlüsselte Nachrichten, die sie mit Thomas Wilkinson ausgetauscht hatte, was ihre finanzielle und psychologische Vorbereitung auf das Verbrechen eindeutig bestätigte. Die Polizei vermutete, dass Thomas Wilkinson nichts von dem bevorstehenden Mord wusste, dass aber seine Beratung für die Nachlass- und Vermögensaufteilung genutzt wurde, bei der er aktiv mitwirkte. Die Ermittler entdeckten noch ein weiteres merkwürdiges Detail. Martha hatte nur wenige Monate vor seinem Verschwinden eine Lebensversicherung über $1 Million auf Davids Namen abgeschlossen. Außerdem leistete sie eine Einmalzahlung, um monatliche Ratenzahlungen zu vermeiden, was die Aufmerksamkeit der Versicherungsgesellschaft auf sich zog. Sie begründete dies damit, dass ihr Mann ein Mensch mit hohem Stressfaktor sei und die Versicherung daher ein wichtiges Element ihrer finanziellen Zukunftsplanung darstelle. Am Tag von Davids Verschwinden reichte Martha einen Zahlungsantrag bei der Versicherungsgesellschaft ein, in dem sie angab, dass David unter mysteriösen Umständen verschwunden sei und wahrscheinlich nie mehr zurückkehren würde. Die Ermittler beschlossen, mehrere ausführliche Gespräche mit Davids Familie und Freunden zu führen, um herauszufinden, wer sonst noch in die Angelegenheiten der Familie eingeweiht gewesen sein könnte. Mehrere Bekannte von David bestätigten, dass er sich in den Monaten vor seinem Tod zurückgezogen hatte und nervös geworden war. Ein Freund bemerkte, dass David über den finanziellen Druck seiner Frau klagte und sogar erwog, die Scheidung einzureichen. Diese Informationen bestärkten die Theorie, dass das Motiv für den Mord nicht nur Habgier war, sondern auch der Wunsch, die anstehende Gütertrennung zu vermeiden. Nachdem die Ermittler die erforderlichen Informationen eingeholt hatten, klagten sie Martha wegen Mordes ersten Grades an. In ihrer ersten Vernehmung widerrief sie ihr Geständnis und behauptete, sie habe nichts mit dem Verschwinden ihres Mannes zu tun. Sie sagte, sie hätten normale Eheprobleme gehabt, aber nichts weiter. Als der Staatsanwalt dem Gericht jedoch Beweise vorlegte, darunter DNA-Analysen und Berichte über die finanziellen Aspekte ihres Plans, begann Martha Anzeichen von Besorgnis zu zeigen. Bei der ersten Gerichtsverhandlung stellte der Staatsanwalt die Theorie auf, dass Martha den Mord geplant hatte, um in den Besitz von Davids Vermögenswerten zu gelangen und ein Scheidungsverfahren zu vermeiden, bei dem sie Gefahr liefe, einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens zu verlieren. Detaillierte Beweise und Zeugenaussagen sowie eine Analyse ihrer Handlungen nach dem Tod ihres Mannes ergaben ein vollständiges Bild eines vorsätzlichen und brutalen Verbrechens. Marthas Anwalt versuchte, ihr Verhalten zu rechtfertigen, indem er behauptete, ihr Handeln sei durch Stress motiviert gewesen, aber keines seiner Argumente konnte die gesammelten Beweise erschüttern. Die finanziellen Manipulationen, die Videoaufnahmen ihrer Handlungen in den Bauläden und die technischen Daten über den Standort ihres Telefons und ihres Autos sprachen alle für einen gut durchdachten und kaltblütigen Plan. In der letzten Sitzung betonte der Staatsanwalt, dass Martha auch nach dem Mord weiterhin versuchte, andere zu täuschen, indem sie Nachrichten verschickte und vorgab, David habe die Familie einfach verlassen. Die Aufzeichnungen über ihre Handlungen beim Baugeschäften und den Kauf spezieller Materialien untermauerten die Anklage schlüssig. Das Gericht befand Martha in allen Anklagepunkten für schuldig. Der Richter verurteilte sie zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.